Das Segelwetter war wunderbar. Die Wochen vergingen uns wie Tage. Aber in der Erinnerung werden sie noch viele Jahre lebendig bleiben. Eine schöne Zeit geht zu Ende. Eine herrliche Zeit. Unsere Urlaubszeit in Riccione. Fabelhaft. Wirklich. Sagen Sie bitte, ist so ein Projektor eigentlich sehr schwierig zu bedienen? Nein. Versuchen Sie es doch selbst. Beginnen wir mit dem stummen Projektor 2000. Das ist er. Der Tragegriff ist gleichzeitig der vordere Spulenarm. Dieser schwarze Hebel entriegelt ihn. Er lässt sich dann nach vorne umlegen. Gleichzeitig entriegelt derselbe Hebel auch eine Klappe an der Rückwand des Projektors. Sehen wir uns an, wie hier das Netzkabel aufgewickelt ist. Links herum? Ja, und so muss es nach Schluss der Vorführung auch wieder hinein. Zunächst aber müssen wir den Projektor am Lichtnetz anschließen. Nun den hinteren Spulenarm in die Arbeitsstellung bringen. Er lässt sich in 4 verschiedenen Höhen einrasten. Die oberste Stellung ist jedoch nur zum Rückspulen gedacht. Für die Vorführung nehmen wir eine der mittleren Stellungen. Spulenarm nach hinten drücken und schwenken. Der große schwarze Knopf im Bedienungsfeld, das ist der Programmschalter. Mit ihm werden alle Vorführfunktionen des Gerätes geschaltet. Erste Stellung, der Motor läuft und wir können die Vorführgeschwindigkeit einstellen. Das tun Sie mit dem kleineren Knopf rechts unter dem Programmschalter. Schalten Sie das Pilotlicht ein und beachten Sie die Stroboskopscheibe. Der Projektor lässt sich stufenlos regeln, aber auch genau auf 4 verschiedene Geschwindigkeiten einstellen. Auf 16, 18, 20 oder 24 Bilder je Sekunde. Die schwarzen Striche desjenigen Kreises, der gewünschten Geschwindigkeit entspricht, müssen zum Stillstand gebracht werden. Drehen Sie nach rechts, wird der Projektor schneller, nach links langsamer. Nun schalten Sie die Projektionslampe ein. Wieder mit dem Programmschalter. Drehen Sie ihn nach rechts, in die zweite Stellung. Ja, die Lampe brennt. Jetzt können wir das Bild auf die Leinwand ausrichten. Richtig. Und die Höhe stellen Sie ein mit dem kleineren linken Knopf unter dem Programmschalter. Dreht man nach rechts, so wandert das Bild nach oben. Dreht man nach links, so wandert es nach unten. So, jetzt fehlt nur noch die Schärfe. Nehmen Sie den großen Knopf dort am Objektiv und drehen Sie ihn, bis die Bildränder scharf sind. Wunderbar. Abschalten. Der Projektor ist zur Vorführung bereit. Das war einfach. Kann man denn da gar nichts falsch machen? Doch, man kann. Es gibt schon ein paar Einstellungen, die man beachten muss, denn der Siemens Projektor 2000 ist ja ein universelles Gerät. Räume mit 1000 Zuschauern und mehr sind für ihn kein Problem. Damit er sich nun allen Erfordernissen der Praxis willig anpassen kann, sind einige Teile auswechselbar oder veränderlich. So können wir zum Beispiel Projektionslampen unterschiedlicher Leistung verwenden. Zu jedem Lampentyp und zu jeder möglichen Netzspannung gehört ein besonderer Vorwiderstand. Je nach der Projektionsentfernung und der Leinwandgröße können wir auch die Brennweite des Objektivs auswählen. Zum Scharfstellen muss dieses Wechselobjektiv bis zum Anschlag eingeschoben werden und die Filmbahn muss geschlossen sein.
Wenn man das vergisst, kann man die Bildränder niemals scharf einstellen. Und noch etwas. Zum Einstellen der günstigsten Bildhelligkeit lässt sich die Flügelblende verändern. Hier vorne am Getriebeknopf. Den inneren Teil hineindrücken und auf 2 oder auf 3 Flügel einstellen. Aber nicht etwa irgendwo zwischen 2 und 3. Dann flimmert das Bild sehr stark. Sehen Sie? Das kann nur an einer falschen Einstellung der Flügelblende liegen. Sie muss stets in Stellung 3 oder in Stellung 2 eingerastet sein. So. Nun legen Sie den Film ein. Die volle Filmspule gehört auf den vorderen, oberen Spulenarm. Eine Leerspule entsprechender Größe auf die hintere Achse. Der Getriebeknopf muss so gedreht werden, dass seine 3 Striche nach rechts zeigen, dorthin, wo die gleiche Marke am Gehäuse angebracht ist. Dadurch wird der Greifer aus dem Filmkanal zurückgezogen und kann das Einlegen nicht behindern. Den Filmstreifen von der Seite her in den Filmkanal einführen. Achten Sie darauf, dass der Film nicht verkantet wird, sondern parallel und gerade in der Führung liegt. Nach dem Schließen des Filmkanals muss sich der Streifen leicht und gleitend nach oben und unten ziehen lassen. Später bei der Vorführung wird im Inneren des Kanals der Transportgreifer arbeiten und den Film stoßweise Bild für Bild vorwärts treiben. Darum muss zwischen Filmkanal und Zahntrommel oben und unten jeweils eine Sicherheitsschleife gebildet werden, aus der heraus und in die hinein der Greifer den Film stoßen kann. So ist es richtig. Nun den Film unter den Umlenkrollen hinwegführen und den Anfang in die Leerspule einfädeln. Zwei bis 3 Umdrehungen, das genügt. Ein Druck auf die Taste für den Kurzanlauf zeigt uns, dass alles einwandfrei arbeitet. Die Vorführung kann beginnen. Durch Weiterdrehen des Programmschalters bringen Sie den Lampenstrom auf seinen Nennwert. Meist sind es 5 Ampere. Die Schärfe nachstellen und, wenn erforderlich, den Bildstrich korrigieren. Das ist die schwarze Trennungslinie zwischen 2 Einzelbildern. Wenn dieser Strich auf der Leinwand zu sehen ist, dann kann man ihn mit dem kleinen schwarzen Knopf am Objektivträger herausdrehen. Übrigens können wir den Film auch rückwärts zeigen. Projektor abschalten, Programmschalter in das Gehäuse hineindrücken und wieder einschalten. Ist der Film durchgelaufen, so müssen wir ihn zurückspulen. Das kann man motorisch auf dem Projektor. Der hintere Spulenarm wird in die oberste Stellung geschwenkt, das Filmende in die vordere Spule eingefädelt. Beide Spulen müssen sich in gleicher Richtung links herum drehen. Projektormotor auf Rückwärtslauf schalten. Bei sehr großen Spulen kann die Umspulgeschwindigkeit mit zunehmendem Wickeldurchmesser geringer werden. Dann soll man die Bremse der ablaufenden Achse lockern, den Hebel in der Schwenkachse des hinteren Spulenarms eindrücken. Und schon geht's wieder flott weiter.
Von Zeit zu Zeit, am besten nach jedem Filmdurchlauf, sollten wir den Filmkanal reinigen. Dazu müssen wir den Objektivträger abnehmen, aber das ist nicht schwierig. Filmkanal öffnen, den Hebel herausziehen und weiter nach rechts umlegen. Der Objektivträger ist nun entriegelt. Er lässt sich weiter nach vorne drücken und herausnehmen. Die Gleitflächen der Filmbahn werden mit einem Lederläppchen in hartnäckigen Fällen mit einem Holzstäbchen von Staub und Filmrückständen befreit. Die Federn der Andruckplatte am Lampenhaus kann mit 2 Handgriffen ebenfalls abgenommen werden, sodass sich das Bildfenster gründlich auch von der Rückseite her reinigen lässt. Danach Objektivträger wieder einsetzen, an das Gehäuse andrücken und in Richtung Lampenhaus schieben. Er rastet ein. Fertig. Das also ist der stumme Projektor 2000, das Grundgerät. Eines Tages aber möchten Sie sicher Tonfilme vorführen. Das stumme Grundgerät lässt sich durch Bausteine erweitern. Zum Lichtton oder zum Magnettonprojektor für Aufnahme und Wiedergabe. Eine ganze Serie von Verstärkern und Lautsprechern unterschiedlicher Leistung steht zur Verfügung. Alle Bausteine fügen sich organisch zusammen. Dieses Bausteinprinzip liefert für jeden Verwendungszweck eine Tonfilmanlage nach Maß. Das Filmeinlegen geht zunächst genauso vor sich wie beim stummen Projektor. Nur hier unten im Tonlaufwerk müssen wir einige zusätzliche Rollen kennenlernen. Sie haben alle die Aufgabe, den Filmlauf zu beruhigen und für die Tonabtastung zu stabilisieren. Die Bremsrolle fängt die Stöße ab, die vom Greifer hier auf dem Film liegen. Die Gummirolle drückt den Streifen an die Bremsrolle an. Über den Löschkopf hinweg, um die Schwungbahnrolle herum, läuft der Film über die Pendelrolle zur Zahntrommel und von da, wie üblich, weiter zur Aufwickelspule. Aha, also Bremsrolle, Gummiandruckrolle anschwenken, um die Schwungbahnrolle herumführen, über die Pendelrolle zur Zahntrommel. Ja, nun noch die Größe der unteren Schleife prüfen. So ist sie richtig. Der Abstand zwischen Bildfenster und Lichttonabtastung beträgt jetzt 26 Bilder. Er entspricht der Norm. Beim Magnettonprojektor müssen wir hier an diesem Stab noch die gewünschte Tonabtastungsart einstellen. Durch Drehen werden die Tonlampe geschaltet und die Magnetköpfe in ihrer Arbeitsstellung geschwenkt. Das also ist der Einstreifen-Tonprojektor. Die Krönung aber, die Studiomaschine, ist der Zweibandprojektor 2000. Auch er lässt sich aus dem stummen Gerät entwickeln. Hier läuft der Ton auf einem besonderen, perforierten Magnetband. Aber der Tonträger bleibt immer bis aufs Einzelbild genau zum Film synchron. Diese Technik macht es auch möglich, zu nur einem einzigen Bildfilm beliebig viele synchrone Tonfassungen herzustellen. Das Siemens-Zweibandverfahren gibt uns alle Möglichkeiten einer technisch sauberen Tongestaltung. Aber Sie sind ja nicht nur zum Vergnügen hier. Sie sollen mir helfen, eine Filmszene zu synchronisieren. Schauen wir sie uns erst einmal an. War ein bisschen zu spät. Die Schrecksekunde. Machen Sie sich keine Sorgen.
Im Zweibandverfahren kann ich jedes Geräusch in die genaue Synchronlage verschieben. Das war ungefähr 1 Sekunde zu spät. Ich versetze den Ton einfach um 24 Bilder. Später schneide ich diese Länge heraus. Aber schauen wir erst, ob es jetzt synchron ist. Stimmt. In 20 Jahren wird er erwachsen sein. Ja, die Zeit anhalten, Man kann es. die Erinnerung gestalten, Man kann es. das Ereignis für Jahrzehnte lebendig halten. Der Film wird ja wertvoller von Jahr zu Jahr. Das Erlebnis mit Sorgfalt bewahren. Man kann es. Mit dem Siemens Projektor 2000.